Hallo und herzlich willkommen bei Marijn Caravaning, Ihrem Carthago Center West hier in Aldenhoven bei Aachen. Auch Sie beschäftigen sich gerade damit, ein Reisemobil zu kaufen? Dann sind Sie statistisch gesehen schon 2 Jahre damit beschäftigt. Ich möchte Ihnen mit diesem Video einfach nur ein paar Tipps geben, damit Sie die richtige Kaufentscheidung fürs richtige Reisemobil auch treffen. Soll es ein Alkoven sein, ein teilintegriertes Fahrzeug oder ein integriertes oder vielleicht sogar ein Campervan? Bevor Sie sich jedoch damit beschäftigen, welches Reisemobil ist für Sie das Richtige, sollte vorher die Frage geklärt sein, wo lagere ich das Fahrzeug überhaupt und wie finanziere ich das Auto überhaupt? Oftmals höre ich von potenziellen Interessenten, dass sich der Kauf eines eigenen Reisemobils vielleicht gar nicht lohnt, weil man ja noch im Berufsleben steht. Das kann man so pauschalisiert gar nicht sagen, weil man kann ein Reisemobil natürlich an jedem Wochenende nutzen oder ganz einfach für den Kurzurlaub zwischen den Feiertagen. Hinzu kommt natürlich auch noch der Jahresurlaub. Am Ende des Tages sollte schon eine Nutzungsdauer dabei rauskommen, die mindestens 5 bis 6 Wochen im Jahr ausmacht. Entscheidend sind natürlich die Fragen: Fahren Sie alleine oder mit Ihrem Partner oder gibt es sogar eine ganze Familie mit 3, 4 oder 5 Personen? Natürlich darf man auch das geliebte Haustier nicht vergessen. Auch das benötigt im Reisemobil viel mehr Platz, wie man oftmals denkt. Und wie so oft im Leben ist die Länge eines Reisemobils natürlich auch entscheidend. Überhaupt die Größe, Schlafplätze und natürlich die Ausmaße des Fahrzeugs. Möchte ich überwiegend Städtereise machen und mit meinem Reisemobil bis in die Stadt hineinfahren und dort mir einen Stellplatz suchen? Oder darf es lieber der Campingplatz etwas außerhalb sein und ich fahre mit dem E-Bike oder dem Motorroller vielleicht zu meinen Attraktionen? Hier ist natürlich ganz entscheidend, wie möchte ich reisen und welche Vorlieben habe ich. Grundsätzlich reicht natürlich für 2 Personen auch ein Campervan mit 5,40 Meter. Allerdings ist es natürlich schwierig, wenn ich mit einem solchen Fahrzeug beispielsweise ein Gebiet fahre, wo es permanent regnet. Da kann natürlich 5 Tage Regen schon mal eine lange Zeit werden. Ein Reisemobil sollte so bemessen sein, dass ich auch eine Schlechtwetterperiode von 2 oder 3 Tagen immer wieder mal im Reisemobil auswettern kann. Das Reisemobil sollte so beschaffen sein, dass der eine sich vielleicht ausruhen kann und der andere irgendwo in einer anderen Ecke im Reisemobil ein Buch lesen kann oder vielleicht sich auch einfach nur einen Film oder Nachrichten auf dem Tablet-PC anschaut. Auch der Küchenbereich des Reisemobils kann für den einen oder anderen extrem wichtig sein. Frühstücken tun fast alle Leute in ihrem Reisemobil. Hier sollte zumindest die Gelegenheit sein, dass man 1 oder 2 Flammen hat, um morgens einen Kaffee zu kochen und natürlich auch das Frühstücksei oder einfach nur ein paar Spiegeleier zuzubereiten. Jede Küche sollte über eine vernünftige Möglichkeit verfügen, etwas kalt zu stellen. Also ein Kühlschrank von 60 oder 70 Liter aufwärts ist hier an dieser Stelle empfehlenswert. Der ein oder andere zieht es natürlich vor, auch im Reisemobil gemeinsam zu kochen. Ich persönlich finde das immer sehr spannend. Hier ist natürlich wichtig, dass die Küche über genügend Kochstellen verfügt und auch Staumöglichkeit hat für Töpfe und andere Küchenutensilien. Oftmals verbindet man mit dem Reisemobil auch noch ein anderes Hobby, sei es das Fahrradfahren, das Kanufahren, das Paragliding oder das Tauchen. Völlig egal. Hier ist natürlich wichtig, dass A, genügend Stauraum für Ihre Hobbys zur Verfügung steht und dass natürlich die Zuladung ausreichend ist, um das geliebte Hobby auch mit in den Urlaub zu nehmen. Weil nichts ist unangenehmer, als wenn man irgendwo auf der Wegstrecke angehalten wird und das Fahrzeug wird gewogen und man hat überladen. Dann heißt es ausladen oder aussteigen. Eins von beiden. Und beides ist natürlich nicht so angenehm. Natürlich kann ich eine Ausstattungsliste im Sonderzubehör auf der Herstellerseite sowie aber auch bei den Zulieferern ins Unendliche treiben. Hier ist natürlich die Frage, wie möchte ich reisen? Fahre ich nur von Stellplatz zu Stellplatz und verweile sogar mehrere Wochen oder mehrere Tage auf einer Stelle, ist Autarkie in Form von Lithiumbatterien, große Solarpanels relativ uninteressant. Wenn ich allerdings Freisteher bin und möchte natürlich unbegrenzte bzw. möglichst viel Autarkie, dann sollte man schon über die Energieversorgung gründlich nachdenken. Hier macht es allerdings auch keinen Sinn, ein Fahrzeug mit 600 oder 800 Ampere in Lithiumbatterien auszustatten, wenn man nur einen 150 Liter Tank hat, weil hier ist die Autarkie spätestens bei den Wasserreserven ausgeschöpft.
hier sollte man darauf achten, dass man ein ausgewogenes Verhältnis hat. Natürlich ist die Investition in Sonderzubehör immer eine kostspielige Sache. Mit dem Zubehör individualisiert man das Fahrzeug für seine Bedürfnisse. Es steigert auf der einen Seite den Wiederverkaufswert, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass der zukünftige Käufer vielleicht überhaupt gar keine Lithiumbatterien, Solaranlage oder Klimaanlage haben möchte. Sie haben aber unbedingt darauf bestanden und dafür viel Geld ausgegeben. Hier sollte man sich im Klaren sein, dass das ein oder andere wirklich nur individuell für sich selber gekauft worden ist. Ein Thema finde ich allerdings auch noch sehr wichtig. Wenn man über eine Anhängerkupplung nachdenkt, weil man zum Beispiel den Pkw auf einem Anhänger mit zum Urlaubsort nehmen möchte, dann ist es ganz wichtig, dass genug Anhängelast zur Verfügung steht. So ist die Gesamtmasse bei einem frontangetriebenen Fahrzeug, das heißt also ziehende und gezogene Masse, auf 6 Tonnen begrenzt. Bei heckgetriebenen Fahrzeugen ist dies naturgemäß natürlich nicht der Fall. Hier hat man im Regelfall Anhängelasten bis zu 3,5 Tonnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Beitrag ein wenig bei der Entscheidungsfindung helfen. Sollte Ihnen dieser Beitrag gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Weitere Informationen zu diesem oder zu anderem Video erfahren Sie unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marainkarawaning. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen unter Womuscal. Tschüss, wir sehen uns, Ihr Andreas Marain.